Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Let's celebrate quality. Diese Woche ist die World Quality Week und wir feiern mit dem Podcast. Darum gibt es diese Woche jeden Tag eine neue Folge, damit du mehr Inspiration, mehr Motivation und ein paar neue Impulse hast, um Qualität zu leben und zu feiern. Viel Spaß dabei! Heute wieder mit einer Folge von der OOP-Konferenz 2023 in München. Zu Gast bei mir Henning Schwendner mit dem Thema Domain Storytelling. Domain Storytelling ist eine Methode, um den Anwender noch besser zu verstehen, eine Thematik, die uns natürlich im Testen auch immer wieder betrifft. Wir haben in der Softwareentwicklung ja schon viele Jahrzehnte das Problem, dass wir irgendwie so einen Medienbruch drinnen haben. Von der Anforderung, von dem, was im Kopf des Anfordernden ist, hin zu der technischen Umsetzung. Und dieses Gap, diesen Medienbruch will Domain Storytelling kitten und überbrücken. Henning hat dazu auch das Buch Domain Storytelling herausgebracht, das soeben im D-Punkt Verlag erschienen ist. Und ihr kennt es ja schon von mancher anderen Folge. Wir verlosen hier 3 handsignierte Exemplare des Buches. Mehr dazu in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Henning, schön, dass du da bist. Ja, servus Richard, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir sind ja hier auf der Spezial-Sommer-OOP, die Konferenz, die sonst immer so in den kalten Wintermonaten ist, jetzt einmal im Sommer. Und meine erste OOP, der ich hier bin. Und umso mehr freue ich mich jetzt auch hier schöne Podcast-Folgen aufzunehmen, unter anderem mit dir. Ja, super. Ja, ich freue mich auch tatsächlich auch über die Sommer-OOP. Mir ist aufgefallen, dass ich einige Leute heute zum ersten Mal gesehen habe, nicht in Leichenblässe, wie das in Internet ja, genau. sondern am Anfang, das ist sonst ja immer so im Januar, Februar, sondern da auch mit gesunder Gesichtsfarbe. Mit so. Ja, schön. Du hast das Thema Domain Storytelling. Ja, genau. Ich komme jetzt gerade auch aus dem Talk dazu. Domain Storytelling, das ist eine Methode aus dem großen Werkzeugkasten Collaborative Modeling, also aus der Idee heraus, dass es sinnvoll ist, dass wir Entwickler rauskommen aus unserem stillen Kämmerlein und in direkte Kommunikation gehen mit unseren Anwendern, mit unseren Fachexperten. Also dass wir verstehen müssen, was unsere Anwender tun und dass wir das verstehen müssen, indem wir eng mit ihnen zusammenarbeiten. Und in Domain Storytelling machen wir das auf eine bestimmte Art und Weise. Also wir sagen, zwei Zutaten packen wir zusammen, einmal ein Workshop-Format und zum anderen eine grafische Notation. Und wir wollen mit dieser grafischen Notation Diagramme zeichnen. Wir hören zu, wenn unsere Anwender uns eine Geschichte erzählen. Wir machen Storytelling aus der Fachlichkeit. Und während sie diese Geschichte erzählen, zeichnen wir die als Diagramm auf, um unser Gegenüber zu spiegeln. Das ist das, was ich verstanden habe von dem, was du mir gesagt hast. Also adressiert einen ganz wichtigen Punkt, einfach das Verständnis von diesem Medienbruch, den wir ja immer haben, so zwischen dem Anforderer, dem Fachmann, der irgendeinen Business Case hat, und der Technik, der das dann irgendwie umsetzen soll. Genau. Und es geht auch darum, also es ist eine agile Geschichte, es ist keine Wasserfallgeschichte. Wir wollen nicht es gibt ein Pflichtenheft vorne und das wird über den Zaun geworfen, sondern wir wollen eine Konversation haben. Also ein Dokument kann eine Konversation nicht ersetzen. Deswegen reichen geschriebene Anforderungen nicht aus, sondern wir brauchen Konversation, wir brauchen Kommunikation direkt auch zwischen Anwender und Entwickler. Und das wollen wir unterstützen mit Hilfe von diesen Diagrammen, um eben, wie du richtig sagst, dann das Verständnis zu bekommen und Missverständnisse aufzunehmen. Und wie läuft denn das beispielsweise ab? Ne? Oder wer ist denn da überhaupt beteiligt an diesen, wirklich dann am Konkreten? Ja. Also erstmal muss man sehen, dass wir das für verschiedene Zwecke einsetzen und dafür zum Beispiel unterschiedliche Granularitäten haben, auch in den Stories. Und davon hängt es auch ab, wen wir einladen wollen. Also eine typische Sache ist, dass man erstmal grob granular anfängt und sagt, wir wollen uns in eine Domäne erstmal anfänglich reinbohren. Dann würde man auch eher viele Leute einladen. Also ich habe jetzt eben in der Session ein typisches Beispiel gemacht, mit der Bahn reisen. Und dann würde man einen Reisenden einladen, aber auch einen Lokführer und einen Schaffner und sagen, so jetzt gucken wir mal auf das Big Picture. Wir gucken nicht auf all die Details, sondern wir erzählen eine große Story von A bis Z, was passiert eigentlich, wenn ich mit der Bahn reise. Und wenn man das gemacht hat, dann schneidet man gerne Grenzen da rein, in Richtung Subdomain finden, Richtung Bounded Context finden. Und innerhalb der einzelnen Box, innerhalb des einzelnen Bounded Context gehen wir dann tiefer mit sogenannten feingranularen Stories. Also gucken wir uns den Teilprozess nochmal detaillierter an. Vielleicht sogar bis auf so eine Detailebene, dass wir daraus auch wirklich
Code ableiten können, insofern Klassen und Methoden uns ableiten können, wie man daraus. Und also das fängt bei dem Big Picture an und mit der Bahnreise, das verstehe ich, was wäre dann so eine untergeordnete Story? Also wenn man der Bahn reist, dann ist ein typischer grobgranularer Schritt, ich kaufe mir ein Ticket und dann steige ich in den Zug und dann wird das Ticket kontrolliert. Diese Schritte, also Ticket kaufen, das wäre eine Story, die wir uns nochmal detailliert angucken würden. Und Ticket kontrollieren wäre eine weitere Story, die wir uns auch detailliert angucken würden. Die würden wir aber dann eben getrennt voneinander betrachten. Da sind ja auch andere Akteure dran mit. Ja, genau. Also das heißt, diese feiner detaillierten Stories macht man typischerweise dann auch mit einer kleineren Gruppe von Leuten. Also eben, wie läuft die Ticketkontrolle ab, macht man dann nicht mehr mit einem Lokführer und mit einem Kartenverkäufer. Das interessiert die nicht im Detail. Die haben auch kein Wissen im Detail, was sie dabei hören können, sondern das würde man mit dem Reisenden und dem Schaffner dann eben. Jetzt ist es, wenn ich das nochmal transformiere auf unseren Softwareentwicklungsprozess, ne? Ja. Ich habe jetzt irgendeinen Anforderer, der hat jetzt irgendwie da seinen Use Case oder was auch immer. Ja. Und wer macht denn mit ihm das? Ist das quasi jetzt ein Coach, ein Berater? Ist das der Entwickler? In welcher Runde diskutiert man das? Ja, also gebe ich eine typische Beraterantwort drauf, kommt drauf an. Ja, schön, danke. Das habe ich erhofft. in der Situation. Was wir haben wollen, ist direkte Kommunikation zwischen einerseits Anwender und andererseits Entwickler. Das heißt, die wollen wir möglichst nah zusammenbringen. Das heißt, die Rollen, die bei einem klassischen Entwicklungsprozess vielleicht dazwischen sind, also ein Requirements Engineer oder Business Analyst oder vielleicht sogar auch ein Softwarearchitekt, die in so einer Übersetzerrolle klassisch sind, die wollen wir eigentlich rausholen aus dieser Übersetzerrolle, reinholen in eine Moderatorenrolle. Und das heißt also in eine Rolle, wo die es ermöglichen, dass eine Konversation end-to-end stattfindet, damit wir weniger stille Posteffekt haben. Ne? Also der Anwender erzählt es dem Business Analysten, der Business Analyst erzählt es dem Architekten, der Architekt erzählt es dem Entwickler und jedes Mal geht Information verloren und am Ende wird was gebaut, was nichts damit zu tun hat, was hier vorne gebaut werden soll. Deswegen direkte Kommunikation, deswegen eben diese Idee von, man soll in eine Moderatorenrolle rein. Häufig wird diese Moderatorenrolle auch von Agile Coaches oder Scrum Mastern eingenommen. Aber also aus meiner Beraterpraxis ist auch eine Sache, die wofür ich als Berater oft extern gebucht werde, dass man mich einlädt und sagt, okay, moderiere mal mit uns ein paar Workshops, auch damit wir sehen, wie das ablaufen kann, damit wir lernen, wie das funktioniert und es in der Zukunft dann auch selber mit unseren Agile Coaches oder Business Analysten oder was immer mit. Ist ja häufig dann auch so, dass das dann selber übernommen wird, denke ich, ne? Dass das dann im Eigenantrieb dann auch weiterläuft. Ja. Gut, jetzt besprecht ihr so einen Use Case, Tickets kontrollieren zum Beispiel in der Gruppe. Daraus entsteht dann, wenn ich so die Story auf der einen Seite und das auch dargestellt grafisch in so einer Notation. Jetzt hören natürlich einiges nur Audio, aber wie sieht denn das aus? Also wie? Ja, genau. Also das ist tatsächlich eine Sache, die im Audio-Podcast schwierig ist, weil es uns natürlich da sehr um das Visuelle geht. Die Grundidee ist, dass wir wirklich den einzelnen gesprochenen Satz nehmen und das dann aufzeichnen mit Strichmännchen und Icons und Pfeilen. Also wenn wir sagen eben, der Schaffner kontrolliert das Ticket vom Reisenden, dann gibt es 2 Strichmännchen, Schaffner und Reisender und es gibt ein Work-Object, wie wir sagen, oder Arbeitsgegenstand, Ticket und eine Aktivität, die an einen Pfeil geschrieben wird, kontrolliert. Und dann sieht man also Akteur, Schaffner, eine Aktivität mit dem Pfeil kontrolliert, ein Work-Object, ein Arbeitsgegenstand, Ticket und der Pfeil geht dann zu Ende zu dem zweiten Akteur, dem Reisen. Das klingt jetzt auch in der Tonspur komisch, das muss man sich mal angucken. Ja, aber also ich glaube, man kann es schon nachvollziehen. Ja. Ich kann vielleicht an der Stelle sagen, wenn man jetzt am Rechner sitzt und den Podcast hört, will man vielleicht domainstorytelling.org aufmachen, das ist die Seite von der Methode, wo man auch erste Beispiele sieht. Ja. Und wie umfangreich wird denn so eine Story als Notation? Ne? Also, das ist eine super Frage. Also wir haben so als Faustregel, dass man typischerweise in einer Story 10, 15, 20 Schritte vielleicht haben will, nicht mehr. Dann eben eher auf einem grobgranularen Level bleibt und sagt, okay, feiner granulare Schritte packen wir in eine nächste Story. Das heißt, in der typischen Domain-Storytelling-Session macht man nicht eine Story, sondern viele Stories. Und ein weiterer Grund, warum das so ist, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, ist das, was wir Scenario-Based Modeling nennen. Eine Domain-Story erzählt eine Story, ein Szenario. Also beim Ticket fängt man typischerweise an mit dem Happy Path und dann guckt man, okay,
welche Fälle gibt es noch? Naja, der Reisende hat nicht genug Geld. Was passiert dann? Das machen wir nicht in die gleiche Story rein, sondern das machen wir in ein weiteres Bild rein. Okay. Oder der Reisende verpasst den Anschluss, das ist noch ein eigenes Bild und so weiter. Das heißt also, unterschiedliche Fälle landen nicht in einem Bild, sondern in mehreren Bildern, damit für den Endanwender, der nicht so mit Conditionals else aufgewachsen ist wie die Entwickler, trotzdem versteht, was da los ist. Ja. Ist das vielleicht auch ein bisschen der Unterschied? Ich hab die ganze Zeit so die Frage im Kopf. Wir hatten vor vielen Jahren, ich kann mich erinnern, als ich Software entwickelt habe, da musste ich alles in UML malen. Ja. Ne? Da gab es ja auch verschiedenste Diagrammtypen mit Akteuren und Aktivitäten und Sequenzdiagramme und so. Wo differenziert sich denn das da? Ja. Also ein wichtiger Punkt ist, dass UML ein Medium ist, was gedacht ist von der Kommunikation zwischen Entwickler und Entwickler. Und dafür kann es auch heute noch wertvoll sein. Das, was wir in Domain Storytelling und generell in Collaborative Modeling machen wollen, ist eine Kommunikation zwischen Entwickler und Anwender. Und da brauchen wir Notationen, die leichtgewichtiger sind. UML ist sehr mächtig und in der Folge auch nicht ganz einfach. Um das komplett zu verstehen, muss man einiges lernen. Das ist nichts für den normalen Menschen, also für den nicht technischen Anwender. Deswegen haben Domain Storytelling diese einfache sogenannte Pictographic Language, nennen wir das Bildersprache, eben nur mit Männchen und Pfeilen. Die Sprache ist nicht so mächtig wie UML, dafür leichter zu erklären. Wir wollen das in 5 Minuten erklären und dann loslegen mit unseren Workshops. Und häufig kommt dann im Anschluss auch zum Beispiel ein UML-Klassendiagramm, was wir uns ableiten aus einer Domain-Story. Oder Use-Case-Diagramme machen auch Sinn eben als Überartefakt, um mehrere Domain-Stories zusammenzufassen. Das heißt also, UML und Domain-Storytelling gehen oft auch Hand. Okay, verstehe. Ähnliches gilt, also wo du gesagt hast, UML, ähnliches gilt für BPMN, was auch eine grafische Notation ist, die gut ist für Entwickler, aber nicht gut für den einfachen Menschen, der keine technische Vorstellung und keine technische Vorbildung hat. Und in BPMN merken wir auch diesen Unterschied mit Domain Stories sind scenario-based, in BPMN stellen wir typischerweise mehrere Fälle in einem Prozess. Genau, es ist ja manchmal werden das ja dann so Plakatwände auch. Ne? Genau. Und ich habe gesehen heute, also wir haben hier auch das Buch von dir, Domain Storytelling, da sind so ein paar Beispiele drin, das sieht alles so total nett aus. Man versteht auf den ersten Blick eigentlich, was mit diesem Bild gemeint ist. Ne? Ja. Und das ist genau, also das ist schön, dass du das sagst, denn genau darum geht es uns, also dass man es eben schnell verständlich haben kann und eben auch auf einer Seite darstellen kann. Und wenn man viele Informationen abbilden will, dann macht man es eben in viele Bilder. Ja. Jetzt entsteht in so einem Workshop diese Notation, die grafische, entsteht auch was Textuelles, wird das auch quasi nochmal in Textform? Das ist eine gute Frage. Also an verschiedenen Stellen entstehen Texte. Also einmal wollen wir nicht nur die Icons verwenden, sondern wir wollen auch immer Namen dran schreiben. Wir wollen sagen, wie der Akteur heißt, was die Rolle ist. Wir wollen sagen, wie das Arbeitsgegenstand heißt. Wir wollen auch sagen, insbesondere wie die Aktivität heißt. Wir wollen die fachlichen Verben herausfinden, nicht nur die Substantive, um die Fachsprache zu lernen und daraus dann auch im Code die Ubiquitous Language zu machen, wie wir es in DDD nennen. Das sind textliche Elemente. Und es gibt Annotations, Notizen, die wir verwenden für alles, was nicht in der grafischen Notation abgebildet wird. Also insofern ist in der typischen Domain Story schon auch ein bisschen Text drin. Auf der anderen Seite ist es deutlich weniger textlastig als zum Beispiel ein klassischer Use Case oder so. Also es ist nicht die Idee, viel Text aufzuschreiben, sondern es ist die Idee eben, Namen zu haben und Interaktionen und Kollaborationen auch grafisch darstellen. Jetzt hast du vorher gesagt, ne, das ist ja auch die Basis für die Entwicklung. Ne? Also es entstehen ja daraus dann auch irgendwann der Code und beziehungsweise auch, was natürlich für uns jetzt ja auch total spannend ist, Testfälle, die vielleicht automatisiert durchgeführt werden. Wie kann denn sowas aussehen? Ja, also tatsächlich ist eine Sache, die super zusammengeht mit TDD, mit Test-Driven Development und auch mit BDD, mit Behavior-Driven Development. Also wenn wir Domain Stories haben der richtigen Granularität, ist es einfach daraus Akzeptanztests abzuleiten. Zum Beispiel in Cucumber oder so, aber auch in JUnit, wo man ausdrücken kann, eben ziemlich 1:1 aus einer Domain Story der richtigen Granularität einen ersten Testfall und dann über die verschiedenen Varianten, die wir in den Domain Stories haben, auch verschiedene Testfälle. Das heißt, die Domain Story erklärt uns, wie der Test
ist und der Test schneidet uns dann den Produktivcode, das Produktivdomain. Ah, okay. Also das ist eigentlich quasi eine andere Voraussetzung für BDD, als ich jetzt im klassischen Gherkin-Format oder sowas habe, gegeben wenn dann oder sowas, kann ich quasi aus dieser grafischen Notation mir die Informationen ziehen. Und genau dieses Given When Then kann ich mir gut ableiten von der richtigen Notation. Wir haben tatsächlich in dem Buch ein Beispiel, wo wir das genau zeigen. Ah ja. Kapitel Modeling in Code heißt das, wo man sehen kann, wie man die Granularität findet und dann BDD-Test-Cases ableitet und der Code in Java oder welcher Programmiersprache auch immer. Im Buch haben wir tatsächlich neben klassischer objektorientierter Modellierung, die man in Java macht, auch ein bisschen gezeigt, weil das heute wieder modern ist, wie man das mit funktionaler Programmierung macht. Ja. Das ist ein Beispiel. Wenn ich jetzt so einen Workshop habe und beginne diese Bildchen zu malen, muss ich nochmal zurückspringen, male ich das auf dem Board, auf Flipchart oder habe ich dazu Vorlagen oder Klebchen oder ein Tool? Also tatsächlich alles. Aber leider wieder so eine, es kommt drauf an, Antwort. Also es gibt richtig ein Tool dafür, Egon.io heißt das, das läuft im Browser, was eine volle Unterstützung für die Methode bietet, sodass man also auf eine leichte Art und Weise mit Maus und Tastatur sich so ein Modell erzeugen kann. Aber man braucht so ein Tool überhaupt nicht. Man kann das auch gut auf einem Whiteboard machen. Whiteboard ist typischerweise besser als Flipchart, weil man auf Whiteboard was wegmischen kann und dann nimmt man Klebchen dazu. Also was ich gerne mache, ist die Work Objects und die Work Objects und die Akteure auf Klebchen zu machen, die man hin und her schieben kann, und dann Pfeile aufs Whiteboard zu malen, die man wegwischen kann und wenn man es unordnet, Ja, es macht im Workshop, weil denke ich ja immer auch ein bisschen Sinn, wenn man gerade zusammenkommt, auch als Menschen, als physisches Fleischklöpfchen, dass man dann auch einfach hier physisch arbeitet. Ne? Ja, absolut. Genau, das Haptische ist auch gut, wenn du einen Sticky Note hast, den kannst du hin und her verschieben. Ja. Nichtsdestotrotz funktioniert das, haben wir jetzt insbesondere während der Corona-Zeit gelernt, auch gut in einer Online-Situation, wenn du das richtige Tooling hast mit einem guten Videocall, wo alle ihr Video anhaben. Ja. Du willst also visuelles Feedback auch haben, Körpersprache und so spielt natürlich auch eine Rolle. Und da hilft dann so ein Tool einem natürlich schon weiter, um das zu scheren. Ein anderes Tool, was man einsetzen kann, ist sowas wie Miro, also ein virtuelles Whiteboard, wo man dann auch eine Kollaboration hinkriegt, also die Leute auch Jetzt muss ich natürlich fragen, du bist ja leidenschaftlich für diese Methode, aber wo siehst du denn da die Grenze auch? Also wofür kann man es jetzt gar nicht gut verwenden? Ja. Also was erstmal für mich wichtig ist, es ist eine Methode von mehreren Methoden und es ist ein Werkzeug und wie bei allen Werkzeugen gilt, dieses Werkzeug ist nicht das Richtige für alle Fälle. Ja. Also das ist dieses Golden Hammer Syndrome, ist eben eine Gefahr, der wir als Entwickler immer ausgesetzt werden. Ich kenne meinen Golden Hammer und dann haue ich auf alles drauf und bei einem Nagel ist das eine gute Idee, bei einer Schraube nicht mehr so eine gute Idee und bei einer Wasserleitung vielleicht sogar eine schlechte. Ja. Und so ist das mit Modellierungswerkzeugen auch. Deswegen empfehle ich oder auch wir, Stefan, mein Co-Autor, dass man sich eine Werkzeugkiste aufbaut, also mit einem von diesen Werkzeugen anfängt, Erfahrung damit sammelt und dann aber auch sieht in die Breite, ich brauche auch mehr Werkzeuge. Also hier in Collaborative Modeling ist das zum Beispiel Event Storming, was man als Tool sich auch angucken kann. Oder User Story Mapping. Oder wenn wir über BDD reden, ist Example Mapping eine Technik, die man hinten dran gerne einsetzt. So, und zu der Frage, wo kann man es einsetzen, wo kann man es nicht so gut einsetzen. Es ist insbesondere interessant, wenn Menschen miteinander interagieren, wenn wir Kooperation haben, die kann man gut sehen in diesen Bildern. Das sind Domänen, wo man das gerne einsetzt. Interessant ist, dass man es in anderen Arten von Domänen durchaus auch ausprobieren kann. Kriegt man einen Griff an die Domäne oder nicht? Wenn man dann merkt, es funktioniert, schön. Wenn man merkt, es funktioniert nicht, dann ist der Moment, wo man eben gut beraten ist, ein weiteres Werkzeug aus der Kiste rausholen. Ich glaube, da muss man auch immer wieder objektiv draufschauen, weil ich kenne Unternehmen, die sind dann so verliebt in die Methode und die machen alles damit und dann irgendwann einmal merkt man, das passt eigentlich gar nicht mehr dann so dazu. Genau. Und dann wird es totgeritten und dann ist es nichts. Genau. Ja, super. Du hast ja mit deinem Kollegen Stefan ja auch das Buch geschrieben, Domain Storytelling, ist im D-Punkt Verlag erschienen. Ja. Wir haben hier auch druckfrisch und von dir signierte Exemplare, 3 Stück. Ja.
die wir auch gerne verlosen wollen. Ja, wir sind total happy. Wir haben das Buch ja ursprünglich auf Englisch geschrieben. Bei Addison Wesley ist es erschienen und wir haben jetzt gerade die Übersetzung gemacht, die ist eben jetzt rausgekommen. Und bei Fachbüchern ist ja immer so die Frage, kann ich das in der Übersetzung überhaupt lesen? Hier ist es jetzt mal so ein Fall, wo ich meine Hand für ins Feuer lege, weil wir als Autoren die Übersetzung selber gemacht haben und da auch dahinter stehen, also das ist das deutsche Buch. Ja. Tatsächlich genauso gut wie die englische Version. Und kann ich auch voll und ganz empfehlen. Also insofern. Also du als Autor kannst dein Buch empfehlen. Ich als Autor kann mein Buch empfehlen. Ich habe ein bisschen reingeschaut, ich kann es auch empfehlen. Und wir werden 3 Stück verlosen, das geht über die Shownotes, da gibt es einen Link unten und da machen wir ein Zeitfenster auf und wer das so ein Buch haben möchte, das ist handsigniert, also ist dann auch mal total viel wert. Genau, handsigniert der Erstausgabe. Also was wird, da muss man sich einrahmen. Ne? Genau. Henning, super, vielen lieben Dank, dass du da warst und uns da dieses Bild gegeben hast. Ich glaube, Verständnis zwischen diesen ganzen Professionen, Anwender bis zum Entwickler ist total wichtig, auch für das Thema Qualität im Endeffekt. Ne? Das geht ja ganz stark da in die Richtung. Da finde ich super, dass ihr da auch so einen Beitrag leistet. Und ich wünsche dir heute noch viel Spaß hier bei der OOP. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Dir auch danke und wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ciao.